Hallo Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An alle BTS-Fans da draußen oder besser gesagt, an alle lieben ARMYs. Macht euch bereit für eine neue Portion Spaß, Gefühle und vielleicht auch ein paar Tränen mit unseren Jungs. Ein stilles Beben, das Millionen erschütterte. Ein Schatten inmitten des Lichts eines Livestreams. Die Wellen der Aufregung, die folgten. Nachdem zwei BTS-Mitglieder Jungkook und Taehyung gemeinsam live gingen, waren tief und unerwartet. Was als fröhliches Lachen begann, verwandelte sich binnen Sekunden in eine Stille, die schwerer wog als Worte. Was hatte Jungkook gesagt? Was konnte eine solche Veränderung auslösen? Im Gesichtsausdruck eines so kontrollierten Künstlers? Taehyung, sonst ruhig, fast unberührbar, wandte sich plötzlich ab. Seine Augen glänzten feucht im Scheinwerferlicht. Jungkook, eben noch lachend, verstummte, sah ihn an. Mit einem Blick, der zugleich sanft und ernst war. Kein Mikrofon fing es auf. Nur stumme Lippenbewegungen, deren Bedeutung sofort 1000 Spekulationen entfachte. Fans in aller Welt hielten den Atem an, vergrößerten Videoclips, analysierten jede Bewegung, jeden Schatten im Blick. Was war dieses Flüstern? War es ein Geständnis? Eine Sorge? Etwas Persönliches, so tief, dass es Tränen brachte? Die Erinnerung an vergangene Momente tauchte auf. An Tränen bei der BTS-Pause. An stille Emotionen hinter der Bühne. Doch diesmal war es anders. Jungkooks Gestik war bedächtig. Seine Hand auf Taehyungs Schulter, langsamer, sanfter, bewusster. Ein Trost? Eine Bitte? Oder ein Abschied auf Zeit? Die Antwort blieb verborgen und dennoch so laut. War es ein internes Thema? Ein persönlicher Konflikt oder ein Geständnis? Über Angst, Wandel oder Entfernung? Warum geschah dies inmitten eines so entspannten Moments? So ungeplant, so ehrlich? Biggie schwieg. Auch Jungkook und Taehyung sagten nichts. Aber ihre Gästen sagten alles. Ein Insider sprach von einem emotionalen Gespräch. Von Dingen, die bald die Dynamik der Gruppe verändern könnten. Ein Flüstern, das wie ein Sturm wirkte. Fans teilten Theorien. War es das Comeback? Oder ein neuer Weg, getrennt vom alten? Kulturelle Experten sahen mehr. In Korea zeigt ein Mann öffentlich selten Schwäche. Taehyungs Tränen galten als mutiger Ausdruck echter Nähe. Innerhalb einer Stunde trendeten Taehyung weint, Jungkooks Flüstern. Und trauriger Moment im Livestream, weltweit. Sie analysierten Lippen. Erkannten ein mögliches Hyung, ich habe Angst. Dass wir uns verändern. Ob echt oder nicht. Es traf das Herz vieler, ließ Raum für eigene Ängste, eigene Sehnsucht. Ein Sonnenuntergang auf Taehyungs Story. Mit den Worten: Selbst im Schweigen gibt es Dinge, die man nicht verbergen kann. War es Zufall? Oder Echo des Vorabends? War es ein Signal, dass etwas in Bewegung geraten ist? Die Diskussionen rissen nicht ab. ARMYs blieben wachsam, lauschten in jedes noch so kleine Zeichen hinein. Denn sie wissen, diese Freundschaft ist kein Schauspiel, sondern eine Geschichte aus Jahren der Nähe, Zweifel und Treue. Sie stehen nicht nur nebeneinander auf der Bühne. Sie haben gemeinsam gewachsen. Durch Stille, Lärm, Distanz und Rückkehr. Jungkook, der Jüngste. Und Taehyung, der stille Beobachter. Zwei Seelen, verbunden durch etwas Tieferes als Ruhm. Jetzt, inmitten der Militärzeit. Wo alles in der Schwebe ist.
Spürt man die Unsicherheit wie nie zuvor? Werden sie sich verändern? Oder nur reifen und wachsen? So wie Freundschaft es manchmal verlangt? Vielleicht war es kein Abschied, sondern eine Erinnerung, dass Nähe nicht laut sein muss, um echt zu sein. ARMYS werden weiter warten, nicht nur auf Musik oder Statements, sondern auf Zeichen, dass alles noch da ist, nur anders. Denn am Ende bleibt dies. Auch Stars haben Herzen, die manchmal in der Live-Kamera leiser schlagen.